Das 1.499 € Wohnmobil nagelt uns nicht fest, plus minus 1.500 €. Hier ist der Olaf, du bist Betonbaumeister. Ja, bin ich. Mauer-Betonbaumeister aus Selmborg. Ja, wir sind bei Carex Reisemobiltechnik in Castrop-Rauxel. Das Wetter spielt mit. Du kommst aus Selm, das ist hier nicht weit weg, oder? Zufällig in der Nähe. Ja, also haben wir gesagt, wir treffen uns nochmal, oder? Genau, da muss man sich ja nochmal sehen. Ne? Ja, du bist von Ovomo, wir zeigen das mal gerade und wir werden jetzt mal das Wohnmobil bauen. Bitte lege los und beschreibe, was du machst. Ja, also bevor ich loslege, wir hatten mal das ist ein normales Baufahrzeug von meiner Firma, von meiner Baufirma. So, das heißt, es geht hier eigentlich darum, ich zeige das mal kurz, es geht hier darum zu zeigen, dass man aus echten Nutzfahrzeugen, also ne, so sieht der aus normalerweise, das ist ein Baufahrzeug. Ne? Ja. So, den habe ich, es geht eigentlich darum, dass man solche Baufahrzeuge auch umnutzen kann, beziehungsweise weiter nutzen kann, mit meinem System und da überhaupt den Nutzen des Fahrzeugs erweitert. Weil das System... Du kannst ja unglaublich viel machen. Ja, ursprünglich habe ich es für diese Fahrzeuge gebaut, um mehr Ladung in meine Nutzfahrzeuge zu bekommen. Das ist der Ursprung. Ich habe es genau dafür entwickelt, dass man viel Werkzeug reinbekommt und obendrauf noch zusätzlich was auf eine zweite Ladeebene laden kann. So, dafür ist es gebaut worden. So, jetzt kommt es aber, du fährst in Urlaub damit. Genau. Kannst du wunderbar mitnehmen, ist ein Stealth-Camper. Ja. Das werden wir gleich mal zeigen, denn hier steht auch hier Olaf Bader, Bauunternehmen. Genau. Da wird jetzt keiner auf die Idee kommen, eventuell einzubrechen, weil da Werkzeuge drin sein könnte, aber man kann super drin schlafen. Was ist zu tun, Olaf? Also, ich will zeigen, dass man damit sehr schnell sich einen gemütlichen Wochenendcamper bauen kann. Ne? Also, erstmal nimmt man Euroboxen. In dem Fall ist das jetzt eine Eurobox, die ich habe jetzt extra für mein System bauen lassen. Die passt da super drauf. Einfach, weil es, glaube ich, die schönste Eurobox auf dem Markt ist. Die anderen sind immer nur grau. Die kann man jetzt demnächst, aber wahrscheinlich, wenn wir das Video ausstrahlen, vielleicht schon kaufen. Das sind die ersten Typen, die habe ich heute bekommen. Ganz speziell mit tollen Griffen, schön rund, leicht, robust. Also das ist so mein... Viele wollten diese grünen Boxen haben und jetzt habe ich mir eigene gemacht. Ja, wir werden auch gleich mal zeigen. Wir können anschließend aus dem Camper ein wunderbares Alltagsfahrzeug auch machen, indem wir die Boxen einfach drin lassen. Ja. Das zeigen wir gleich mal, denn die haben einen 5-fachen Nutzen. Ja, bitte schön. Also jetzt gucken wir mal, dass wir erstmal sagen, wir machen hier eine zweite Laderaumebene raus. Eine zweite Laderaumebene? Ja, kommt jetzt hier rein. Ne? So, und das ist genauso getimt. Das geht sehr schnell. Zwischen zwei Laderäume rein, das ist kein Zufall, denn die sind so breit wie eine Europalette, oder? Genau, das ist bei den meisten Nutzfahrzeugen so. Also bisher, also 1,20 Meter in der Regel haben die immer. Das reicht eben, um jetzt hier ein vernünftiges Bett drauf zu bauen, ne? Oder eine vernünftige Liegefläche hinzumachen. Also bei den meisten Fahrzeugen ist es 1,25 in etwa. Ich muss jetzt hier draufhauen und Krach machen, geht nicht anders. So, mach. So. So, und jetzt werden einfach meine Ovomo-Deckel da draufgelegt. Ja? Die kann ich da drauflegen und darüber verbinden sich jetzt diese Kisten miteinander. So, und zwar diese Deckel, die haben eine Verzahnung und hier unten einen Rand. Und durch diesen Rand hast du den Effekt, dass die Deckel nicht von den einzelnen Kisten fallen. Ja? Das ist ganz wichtig bei meinem System. Und jetzt verbinden sich diese ganzen Kisten zu einer Fläche. So, das ist der Clou an meinem System. Und jetzt habe ich eine Fläche, wo ich überall dran komme, ja, die sehr, sehr robust ist. Ich kann also überall reingreifen, die Sachen verzahnen sich, das ist zusammen. Ne? Und ich kann sogar Kisten rausziehen und durchladen, ohne dass was runterfällt. Echt? Das ist das Geniale. Da ist ein Loch drin, es fällt trotzdem nicht durch. Voll belastbar das Ganze, also sehr hoch belastbar. Das heißt, du kannst da draufsteigen theoretisch? Ja, kannst du auf jeden Fall. Okay, verstanden. Also selbst über die Länge haben wir mal ein Video irgendwo gemacht, da haben wir 2 Kerle draufgestellt. Ich kann auch einfach hier jetzt anheben. Die kannst du auch anheben, ist auch kein Problem. So, da komme ich also von oben jederzeit von genau an. Okay. Ich kann jetzt auch die Kiste wieder reinschieben. So. Und jetzt machen wir Folgendes, jetzt erweitern wir das System. So. Und wie man sieht, ich habe eine schöne durchgängige Fläche. Aber ganz ehrlich, ich würde mir darauf ein Patent machen lassen. Habe ich. Du hast ein Patent. Ja. Sonst wäre ich es auch, glaube ich, schon los. So. Also die Idee, ne? Die Deckel sind übrigens aus Buchenholz.
Ja. Ja, und das Ganze ist aus einem Stück gefräst. Das muss man, also viele fragen sich immer, was ist das für ein Material? Das ist Buchenholz und das Ganze wird aus einem Stück Holz ausgefräst. Und das macht die Deckel, also Buchenholz ist sowieso das Beste aus meiner Sicht. Ist das Zeug, was Sie auch in der Kindertagesstätte verwenden? Genau, zum Beispiel? genau das ist das. Irgendwelche Bauklötzchen und... Bauklötze, was auch ein schönes Beispiel ist, ist die Brio-Eisenbahn. Ja. Die machst du auch nicht kaputt, die vererbst du. Ach, das ist die? Ja, okay, verstehe. Kennst du, ne? Das ist sogar noch Multiplex, das heißt, das geht doch nicht hin und verzieht sich, oder? Nee, da verzieht sie nichts. Also, ne? Da verzieht sich überhaupt nichts. So, und jetzt können wir den hier noch draufpacken. So, und jetzt können wir hier die Deckel wieder drauflegen. Ich muss mal von vorne noch welche holen. Du kannst hier bleiben, ist gut. Coole ist dabei, Olaf, dass du diese Ja, ich höre. zweite Laderaumebene auch verwenden kannst, was super als Handwerker. Also jetzt nicht nur zum Schlafen, weil du hier die ganzen Werkzeuge alles reinmachen könntest. Dafür habe ich es ja gebaut. Ja, und dafür war es ursprünglich mal gebaut. Aber der Clou kommt gleich. Das werden wir gleich mal zeigen. Mach mal zu. Ich weiß noch nicht welcher, aber mal gucken. So, Ach so. man sieht auch, das Ganze lässt sich ganz leicht Ja. montieren. Ne? Also das ist, und das Schöne ist auch, das kann eine Person montieren. Kein Gewicht, also so ein Deckel, der wiegt unter 3 Kilo. Ja. Und so dass der einfach, du kannst ihn auch zum Beispiel, das ist ein System, was du auch benutzen kannst, auch wenn du eine Mietwohnung in der ersten Etage hast. Weil du brauchst keine Garage, du kannst die Einzelteile und kannst es in der Wohnung auch noch weiter verwenden. Ne? So, Als Bett zum Beispiel. als oder? Bett. So, jetzt habe ich das da rangeschoben noch. Ach, das hält, das ist das ist aneinander jetzt. Das verbunden. hält jetzt genau. Guck mal, ich könnte es jetzt, ich habe es noch nicht versucht in der ganzen Größe, aber guck mal, ich kann es, ja, da hinten hängt es jetzt am Teppich. Aber letztendlich ist es hier eine, man sieht es ja, das ist alles so zusammen. Ne? Okay, es hält. So. Und jetzt kannst du noch zur Ladungssicherung, das ist nämlich auch immer wieder so eine Frage, einfach einen Gurt über die Sachen spannen. Mhm. Und dann hast du es auch noch gesichert. Wobei, ich habe gerade tatsächlich auf dem Weg hierhin eine Vollbremsung damit gemacht. Da hatte ich keine Gurte drüber. Nichts passiert. Es geht ja darum, dass sie jetzt eng anliegend an die Stirnbank Genau, ist. die Das heißt, hat ja den, ne? Genau. So. Also wenn du nicht so eine Bremsung sagst, dass es hochfliegt, dann passiert sowieso nichts. So, wie schlafe ich jetzt da drauf? Ist ein bisschen hart. Haben wir Matratzen für. So, Hast du da neue haben wir, Matratzen entwickeln lassen, richtig? genau, habe ich heute noch auch tatsächlich gestern neue von bekommen. Die sind im Preis mit drin. Die sind nicht, also in diesem von 15 Euro? unter 1500 Euro sind die drin. Ja. Ich muss jetzt lügen. Ich meine, also das ist ein Hersteller, der heißt hier, den möchte ich gerne auch zeigen. Das ist die Firma Optima Schlafsysteme. Ja. So, und die dürfen, weil ich selber davon überzeugt bin, habe ich gesagt, Optima, ihr bietet die gerne an. Und ihr könnt auch sagen, fürs passende Ovomo-System, weil Sag mal, die wenn ich Matratzen jetzt- sind super. Also wenn ich jetzt das Schlafsystem nicht nehme, ich habe eine eigene Matratze. Ja, dann auch. Was spare ich denn ungefähr? Nochmal 500 Euro? Ja. Super. Also ich glaube, so eine Matratze kostet, also eine da muss ich jetzt lügen, ich meine so um die 250 Euro oder so. Ja. Wobei, sie sind es wert, sie sind spitze. Ja, nicht aber das. die kann ich Die gibt's rausrechnen. die gibt's in 2 verschiedenen Härtegraden, richtig? Ja, das hier ist zum Beispiel die hat er gemacht mit, du kannst die mit Härtegraden, die sind alle individuell gefertigt. Du kannst die bestellen, wie du sie haben willst. Aber diese hier, die ich auch empfehle, ist weich, mittelhart und dadurch liegst du nie durch, egal welches Gewicht du hast. Also wenn du leichter bist, gehst du ins Weichte. Darf ich was dazu sagen? Ich Ja. habe die ja selber bei mir im Wohnmobil Ja. drin. Du kannst sie super verwenden, auch zu Hause im Wohnmobil, als Gästebett, Ja. überall. Die sind super leicht zu tragen, weil man die sogar auseinandernehmen kann. Ja, können wir Du auch. kannst einzelne Teile einfach abziehen. Genau, wir können die abzippen, Ja. so, und dann kann ich da auch auf dem Sitz, kann ich nachher auch mal zeigen noch, Ja. einen Sitz drauf bauen, um die als Sitzpolster zu nehmen und variabel anzuordnen. Genau, es ne? gibt da eine Lounge-Version. Das heißt, du kannst also ein Teil hochstellen. Können wir gleich zeigen. Genau, das habe ich gemacht. So, bitte zeig mal, wie So, das geht. jetzt legen wir erstmal hier die Matratze rein. Ja. So. Und die Matratzen sind extra so, dass die ein bisschen überstehen. So wollte ich die haben. Dass die keine Zacken, also dass die ganzen Zacken weg sind. Dann bleibst du nicht, also man stößt sich nicht an den Zacken, aber die Bettdecke bleibt hängen. So aber nicht. So. Und jetzt hast du, guck mal, wie lange sind wir jetzt zugange? Jetzt sind 10 wir bei 9 Minuten 28. 9 Minuten 28 und du hast aus deinem Baufahrzeug einen Wochenendcamper gemacht, sag ich mal. Das ist natürlich kein Vergleich mit dem Morello, aber es reicht auf jeden Fall, um sich ein schönes Wochenende daraus Olaf, zu machen. ich muss mal dringend auf Toilette. Was mache ich denn jetzt? Hammer! Da gibt es die Firma Porta Potty. Also, wenn ich losfahre, ist tatsächlich so, hat sich bewährt.
Porta Potti mit rein. So, fertig. So, die gibt es noch ein bisschen kleiner. Dann passt sie sogar unter die. Ja. Genau. Also das ist die große Version. Das ist die große Version. Vom Sitzen ist die natürlich, ich bin 1,96. Ja. Also das muss man einfach, du kannst natürlich auch die kleine Version nehmen und dann die irgendwo draufstellen. Geht auch. Ne? Wolf, Olaf, ich habe Durst. Was mache ich denn jetzt? Durst kriegen wir auch hin. Ich will. Dir reicht Wasser, ne? Wasser, ja. Dann nehmen wir einen Gonzo. Das ist meine Wasserversorgung. Ja. Müssen wir erwähnen, den kann man nicht kaufen, so wie er ist. Den habe ich mir gebaut. Es gibt aber im Internet eine Bauanleitung dafür. Von dir? Von mir. So, und der heißt Gonzo, weil der hat Wackelaugen und dann kann man da drauf drücken. Zack. Wasserversorgung. Krass. Der geht an, aus. An, aus. Taster. Das ist eine Bauanleitung, die habe ich gemacht. Also dieser Kopf kostet irgendwie 15 € oder sowas. Ja. Ja, plus Kanister. Dauer, wie lange dauert das? Also ich habe ein Live-Bauvideo, ich glaube, das ist 10 Minuten. Also in 10 Minuten hast du Gonzo gebaut? Ich habe ihn komplett gebaut in 10 Minuten. Okay. Und die ohne Batterie ist Schnitt. da drin oder wie? Das Ding ist mit einem USB-Lader. Aufklappbar. Ja. Und wie gesagt, der Kopf kostet auf Amazon, glaube ich, 14 € oder sowas. Okay. Also das ist echt keine Investition. Aber das Ding ist geil, weil wenn du diese Kanister kippen ist immer doof, aber du kannst hier eben auch mal so machen und dir die Hände waschen. Ja. Ne? So, finde ich astrein. Ich habe Hunger. Ich Hunger. Ich hätte gerne irgendwie ein Brot, vielleicht mit Wurst. Ein Brot mit Wurst. Also Wurst ist in der Kühlbox. Wochenende reicht übrigens eine gute Kühlbox, finde ich, ohne Strom. Ja, die reicht. Da kommen vernünftige Kühlakkus rein, die reichen. Ist im Preis mit drin bei 1500? Nee, also wir haben vom Ovomo-System gesprochen. Ne? So, ich weiß jetzt nicht, was die kostet. Die Kenga-Box. Wobei, die kann ich empfehlen. Ich liebe die. Also super geil. Sehr schön. Ne? So, was ist das denn hier? Das sieht aus sind die wie... Rückenstützen. Ach, ich dachte, das wäre ein Tier. Da vorne ist das Nashorn, oben die Nase. Nein. Also die Rückenstützen. Wofür sind die Rückenstützen? Ich nehme mal 2. Ja. Komm mal mit. Ich komme mit. Das Schöne ist ja, dass man hier, also die Matratzen sind ja auch so ausgelegt, dass man hier überall rankommt. Ja. Ne? So, das ist wichtig. So. Und diese Rückenstützen, die kann man jetzt hier an verschiedenen Stellen montieren, indem man die einfach da so reinstellt. Ne? So, zack, fertig. Okay. Und jetzt hole ich noch ein Ovomo-Element. Moment, bla. Ich nehme jetzt hier hinten irgendwo eins raus, was ich hier jetzt nicht brauche. Ja. So. Ich könnte natürlich jetzt auch mehr nehmen. Aber so, und jetzt kann ich hier einfach das Rückenteil, diese Rückenstütze da dran machen. So. Ist sie stabil? Absolut stabil. Und jetzt? So, fertig. Jetzt kann ich hier meine Matratze, warte, ich nicht jetzt falsch rum. Ja. So. Und das ist auch so aufeinander abgestimmt, dass du jetzt hier eine schöne Rückenstütze hast. Mach mal bitte, Olaf, wenn du dich mal drauf Ja, legst. warte, ich muss mal Zeig eben ich mal mein Kram aus der Dings nehmen. den entspannenden Olaf. So, Da ist er. Fertig. Stütze. So, jetzt brauchst du eigentlich nur noch ein Kopfkissen. Da kannst du dich auch ein bisschen tiefer hinbegeben. Kannst Ja. dich noch ein bisschen auspolstern. 2 Leute. Jetzt kommt das Interessante. Du bist Motorradfahrer. ja. Du hast das tatsächlich für dich mitentwickelt. Du hast mittlerweile diese Ovomo-Deckel tausende Mal verkauft, Ja. kann man schon sagen. Ja, kann man. Die weltweit, also ich habe die gesehen in Lettland. Du hast mir in Lettland ein Foto geschickt, geil, ne? Hab Ja. ich mich gefreut. Und ganz neu sind die Ovomo-Boxen jetzt selber, weil du hast welche entwickeln lassen. Das System passt auf jede normale Eurobox. Und Das ist wichtig. Es passt auf jede. Ja. Also auf jede Eurobox 60×40. Auf Ja. jede. Ja. Das ist wichtig. Aber ich habe die hier gebaut, weil ich habe mal die ersten Videos, die ich mal damit gemacht habe, da hatte ich grüne Euroboxen. Mhm. Und alle fragen mich, hör mal, wo sind die grünen Euroboxen her? Olaf, wir haben ein kleines Problem. Du müsstest dich mal ein Stück da reinsetzen. Ja, Licht. Ganz kleines bisschen. Ja, weil du nämlich im Halbschatten bist. Ja. Jetzt ist super. So, also wir haben ja mal, also diese Farbe, die kommt so gut an, dass ich gesagt habe, ich muss eigene Boxen haben, weil es gab diese Boxen in dieser schönen grünen Farbe nicht als Faltbox. Mhm. So, und jetzt habe ich die extra als Faltbox fertigen lassen. Und die haben auch noch so einen Clou, dass also der Rand oben ist grau und der Boden ist grau. Das heißt, der verschmutzt nicht so schnell. Die grünen Flächen bleiben sauber. Klar weiß man natürlich auch, dass das passt.
Und ich habe auch festgestellt, es gibt ganz viele Gegenden, wo die Leute gar keine Euroboxen herbekommen. Also wie Inseln zum Beispiel. Deutsche Inseln haben keinen Baumarkt. Da kaufst du nicht mal eben eine Eurobox. Also habe ich gedacht, gut, dann nehmen wir die jetzt mit ins Programm. So, könnt ihr mit reinmachen. Preislich, war das okay mit dem, ich sag mal, mit dem Lieferanten? Hast du einen guten Preis hinbekommen? Die Eurobox, ich werde sie erstmal versuchen, für unter 30 Euro zu verkaufen. Also muss ich mal gucken. Ist aber eine Faltbox. Es gibt die nur als Ist Faltbox. eine Faltbox. Ist eine Faltbox. Also der Preis ist, man muss sich vorstellen, man kennt das ja immer, die Leute sagen, oh, die kriege ich ja viel billiger. Nein, das ist eine Sonderfarbe, das ist eine Sonderzusammenstellung, das ist eben nicht die graue Box, fertig. Ne? Und wenn ich sage, ich will eine schöne, ja, dann zahle ich halt 5 Euro mehr. Also darf ich euch mal eine Anwendung zeigen, an die ihr bestimmt schon gedacht habt, wenn man nicht campen geht. Ja? Komm mal raus, Olaf. Ich komm raus. Dieses ganze System, das heißt, du kommst hier überall dran, wenn du gerade nochmal zeigst, also du kannst es hier hoch machen, du kommst zum Beispiel an die mittlere Box einfach ran, indem du hoch machst und dann einfach den anhebst, den Deckel. Ja, wir können ja sogar die hier rausziehen. Wir können ja beides. Wir können einmal so, ja, aber wir können sie auch rausziehen, ganz rausziehen und den Deckel wieder drauf machen. Da kann ich jetzt drauf schlafen? Ja, ja. Okay, verstanden. Das ist vollkommen robust. Also, zeig mal die Box. Das heißt, man geht hin, faltet die. Ist sie made in Germany? Die ist made in Germany, ja. Made in Germany? Made in Germany. Nix China? Nix China. Überhaupt nicht. Ist das günstiger, wenn man die in Deutschland macht? Jetzt mal ganz ehrlich. Du, das weiß ich gar nicht. Das interessiert Ist die mich auch Qualität gar nicht. gut? Ich will eine Qualität. Okay. Ich habe heute Morgen, nur so ein Beispiel, also ich habe die jetzt fertigen lassen und das sind einfach die Services, den Service, den du hast. Also wir haben uns ja zufällig jetzt getroffen und die sind jetzt gerade in der Produktion und der LKW steht da und soll noch ins Lager. So, jetzt habe ich ich nenne den Namen, weil das ein ganz netter Kerl ist, den Herrn Korf, den habe ich angerufen und habe gesagt, wir wollen heute drehen. Ja, und dann ist der extra 150 Kilometer gefahren und habe mir nicht die Prototypen, sondern die ersten vorbeigepackt. Ich habe die allerersten. Ich habe die erst seit einer Stunde in der Hand. Und das ist halt der Service, wenn du es in Deutschland machen lässt. Ja, jetzt kann man das Logo relativ schlecht lesen, wenn du es mal gerade auf den Kopf drehst, bitte. So kann man es besser lesen. Ja, ne? Ist viel besser. Ja. Ja. Was hast du denn dabei gedacht? Wie nennt man das? Ovomo. Nein, diese Art der Darstellung. Weiß ich nicht, da fragst du mich. Ich habe keine Ahnung. Das heißt, es liest sich von vorn nach hinten identisch. Ja. Wenn du es auf den Kopf drehst, geht es auch noch. Ja. Wie kommt man denn auf so Ideen? Du hast auch die Ovomo.de? Ich habe die Ovomo.de und ich habe, Ovomo findet man. Wenn man das googelt, wird man mich finden. Ne? Ja. So. Und ich bin einfach auf die Idee gekommen, ich wollte ein schönes Logo haben und habe dann überlegt, ich suche weil man die Deckel ja auch drehen kann und verbinden, wie man will. Ich habe dann tatsächlich aus Buchstaben so lange was rumentwickelt, bis ich gedacht habe, das ist was Schönes. Also es hat gar keine Bedeutung an sich. Ich fand einfach die Schrift schön. Manche sagen Olafs Wohnmobil, manche sagen ohne Wohnmobil, auch lustig. Letztendlich hat es gar keine Bedeutung. Aber ich finde es einfach schön. Ich finde den Schriftzug und einen Namen muss das Kind ja haben. So, jetzt kannst du das Ganze rausnehmen. Also die zweite Anwendung, die wollte ich euch zeigen, ist nämlich, du kannst das Ganze rausbauen, ins Kinderzimmer stellen, da haben die Kinder einen Höllenspaß, weil die können nämlich die ganzen Spielsachen drauf machen. Ja. Die können die Spielsachen dann da drunter schieben, sie können hier oben lümmeln. Ja. Sie haben eine Lümmelecke, man kann es als Schlafsofa verwenden zu Hause, was auch viele machen. Das heißt, das geht nicht verloren. Das geht nicht verloren. Ich habe sogar schon welche gehabt. Ich habe ja auch welche ohne Löcher. Ne? Ja. Und ich habe sogar schon mal Kunden gehabt, die haben im kleinen Raum, haben die einen zweiten Laderaum, also einen zweiten Boden ins Kinderzimmer gemacht, um das Spielzeug wegzuhaben, weil die gesagt haben, wir haben hier so große Mietpreise, da kann ich besser einen doppelten Boden reinmachen und kann da die Sachen draufpacken und habe den ganzen Kram mit, als wenn ich eine Wohnung habe, wo ich mehr Stauraum habe, aber mehr Miete zahlen muss. Fand ich auch ganz verrückt. Also, jetzt mal eine Frage, hier die Matratze, gibt es die auf deiner Website oder hast du einen Link, wie man die kriegt? Die findest du unter, wir haben ja gerade Optima, haben wir ja gerade hier gefilmt. Optima Schlafsysteme. Und wenn du Optima und Ovomo eingibst, findest du die sofort. Ne? Also die ist einzigartig. Also die gibt's auch, der macht die auch, wenn man das möchte. Also weil letztendlich ist das keine Serienmatratze. Also jeder, der sagt, ich hätte gerne eine, wir haben nur gesagt, unter Ovomo weißt du, dass du passt. Ja, aber du kannst auch einen anderen Stoff da drauf haben, eine andere Farbe drauf haben. Die liefern einfach, das sind Einzelstücke, das sind wunderbare Einzelstücke. Also ich habe ja insgesamt 4 Stück. Ja. Und die einen waren zu weich und dann... Für dich, ja. Genau, waren jetzt für mich zu weich. Für die Can waren die super. Ja. Dann
war das so, dass wir die dann etwas härter genommen haben und die waren super. Ja, das ist genau die. So, dann ganz wichtig ist, es kann sich keine Feuchtigkeit bilden, weil das Holz im jetzigen Zustand saugfähig ist. Richtig? Genau, richtig. Also es ist so, natürlich kann sich immer, wenn es arschkalt ist, unten drunter, klar. Aber grundsätzlich ist dieses Holz, unter anderem dafür sind auch die Löcher, dass Luft zirkulieren kann. Atmungsaktiv. Atmungsaktiv ist das Ganze. Und deswegen hat man früher bei den Wohnmobilen auch oder bei den Campern, die alten, wenn man die noch kennt, da waren keine Sitzflächen oder so lackiert, weil das Holz dann atmen konnte. Und nicht genau da. Kannst du ölen. Also deine Empfehlung ist ölen, wenn man es etwas... Nein, ich empfehle das so zu lassen. So zu lassen. So zu lassen. Wenn das einer meint, er müsste das anders machen, ich empfehle es so. Deswegen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt jetzt benutze, eine jetzt essen und trinken. Ja, dann kannst du könnte man eine ölen. Ja, also klar, kannst du machen. Damit das Rotweinglas nicht gleich einzieht. Habe ich auch schon. Also ich habe auch schon mal so einen Küchenblock gebaut und solche Sachen. Das habe ich dann auch ein bisschen geölt. Aber grundsätzlich, es ist auch ein Vorteil. Also wenn das ein bisschen dreckig ist, irgendwas mal, dann schleifst du da einfach ein bisschen rüber mit dem Handschleifer. Sofort wieder sauber. Die Matratzen rutschen nicht auseinander, weil du eine Grundrauheit hast. Ich habe sowas ja auch schon mal in glatter gebaut. Das war nix. Also so ist optimal. Also ich würde da nichts dran machen. Du bist Betonbaumeister. Du hast das Ganze eigentlich dazu verwendet, um da Werkzeuge festzumachen. Die Löcher die sind nicht zufällig da. Die sind nicht zufällig da. Also sind die ja, also die erste Geschichte ist ja, für meine Stapelhülsen. Ne? Ja. Die Stapelhülsen zeige ich auch. Die roten von eben. Die roten von eben, so. Die dienen, warte, ich schiebe das mal hier wieder rein. So. Die dienen dazu, dass wenn ich die jetzt hier reinstecke, ja, kann ich immer 3 Deckel miteinander verbinden. So. Das heißt, 3 Deckel, ich stecke die hier übereinander. Ne? Okay. So, ich nehme die mal raus. Die Deckel Nummer 3. So, Deckel Nummer 3. Und jetzt habe ich ein sehr schönes Paket, was ich packen kann. Ach, die können sich nicht verschieben. Die können sich nicht verschieben. So, das ist ein Vorteil. Die verschieben sich nicht, man klemmt sich nicht die Finger und du kannst sie wunderbar tragen. So. Das ist auch der Grund, warum hier in der Mitte so ein Loch ist drin. Ja, zum Tragen. Kann man mit dem Loch noch irgendwas anderes machen? Aufgreifen? Nee. Nein. Aber hier diese Löcher hier, die haben was ganz Tolles. Ja, wie gesagt, A, Stapelhülsen und B, es gibt also für verschiedenste Niederhalter, nennen die Werkzeuge, die man im Holzbau verwendet. Die haben eine 20 mm Bohrung und damit kann man verschiedene Werkzeuge reinsetzen, um jetzt eine Werkbank auch daraus zu bauen, also um Sachen festzuhalten. Also diese Niederhalter habe ich jetzt nicht dabei. Aber letztendlich gibt es da Hundehalter heißen die auch. Also da gibt es die Leute, die sowas brauchen oder kennen, und sagen, oh, das ist gut, die wissen auch, was ich meine. Also, so, jetzt kommt die große Party nachmittags. Jetzt können wir daraus eine Bar bauen, das zeigen wir mal gerade. Machen wir. Ja, denn, oder eine Werkbank. Ich muss jetzt irgendwas sägen. Dann kann ich natürlich nicht zeitgleich drauf schlafen, weil ich brauche ja die Boxen. Warte, wir machen einfach mal ein bisschen Platz. Ja, mal ein bisschen Platz. So, machen wir erstmal ein bisschen. Ist alles live. Ich komme mir vor wie vom Supermarkt. Genau. Der Hobler, Gemüsehobler. Wir zeigen jetzt mal. Gemüsehobel. War interessant. Es reißt nicht mehr ab im Moment auf ovomo.de. Ich schmeiß das mal vorne rein. Das Ganze gibt es nicht im Baumarkt. Du machst nur Direktvertrieb. Ja. Warum? Kann ich sagen, weil das ist wirklich knapp kalkuliert und du kannst es, wenn du einen Zwischenhandel hast, kannst du nicht mehr anbieten. Das ist einfach... Das ist echte Buche Multiplex, der sich ein bisschen auskennt. Quadratmeterpreis, Bearbeitung, das ist komplett auf der CNC gefräst, richtig? Also man muss das ja mal so sehen. Also du hast jetzt, wenn du so einen Deckel produzierst, so, dann wird der auf einer CNC-Maschine gefräst. Ja? In Deutschland. In Deutschland. Ja. Auch in NRW. So, das heißt, der wird auf eine CNC-Maschine, das Brett wird vorgeschnitten, dann wird die CNC-Maschine, die schneidet die ganzen Sachen aus. Ne? So, und dann hast du hier die Phase drin und so. Dann ist die eine Seite fertig. Was dann aber kommt, ist, das Ganze wird umgedreht, weil das kann die CNC-Maschine nicht. Diese Kanten hier, die werden alle von Hand bearbeitet. Das kannst du technisch nicht umsetzen. Das heißt, bitte? Warum? Ja, weil die CNC-Maschine, müsstest du den Deckel wieder irgendwie einspannen. Die CNC-Maschine, die saugt das an. Ja? So, die saugt das an. Und dann macht diese Seiten, kann sie ja von oben fräsen, aber die kann ja nicht runter, von unten fräsen. Das heißt, du musst sie auf jeden Fall umdrehen. Muss sie umdrehen. So, und dann werden die von Hand nachgefräst. Ne? Also diese Seite. So. Dann wird das Logo natürlich noch eingebrannt von Hand, kontrolliert, verpackt und so weiter. Und das aus dem Material,
Also, ja, wir haben schon mal einen Test gemacht. Wir haben eine mal so 3 Meter hochgeschmissen. das machen wir diesmal nicht. Ich hasse diesen Test. Diesen Test, Die weil gehen nie kaputt und deswegen die werden nur vermackt. ja, die werden Ich will die werden das vermackt. nicht. Aber wenn es mal einer fallen ist, die kriegst du nicht kaputt eigentlich. oder? Nein. Sie kriegen nur Patina. Sie kriegen nur Patina und ja, fertig. Also so, Und siehst du, deswegen will ich das nicht. du wehrst dich schon gegen diesen Test. Nein, den mache ich nicht. Ich hasse diesen Du Test. machst sie kaputt und das ist schade. Nein, ich kann das nicht. Du liebst sie. So, bitte schön einmal rar bauen. So, pass auf. Da ist jetzt übrigens das ganze Küchenutensil und wir bauen jetzt mal eine Küche. Ja, wir bauen mal eine Küche. Komm. So. Wir können nämlich jetzt einfach hier, wir nehmen mal so ein Ovomo. Die neue Ovomo-Box. Ich bin sehr stolz. Du bist echt stolz, oder? Ja. Weißt du, ich hätte ja nie gedacht, als ich damit angefangen habe, dass ich mal irgendwann Euroboxen im Programm habe, weißt du? Ich habe ja damals zu meiner Frau, als ich die gebaut habe, habe ich gedacht, ich baue mal ein paar mehr und habe gesagt, wenn ich Glück habe, verkaufe ich ein paar und wir haben unsere raus, weißt du? Ja. Ja, hat geklappt, aber so hatte ich dann doch nicht mit gerechnet. Cool. Ne? Herzlichen Glückwunsch, Olaf. So, jetzt hast du 2. Ich nehme an, 3 Stück. Ist genau eine Höhe von 1,20 Meter? Ja, wir nehmen mal 3. 3. So, bei meiner Größe ist das, oder Länge, so. Wie viel brauchen wir noch, Sven? Einen, ne? 2. Das muss ich hier eben. Wir zeigen euch nämlich gleich mal, wie man die miteinander verbindet. Wenn man insgesamt 6 Stück hat, braucht man nur 6 Stück und kriegt 9 von der Fläche. Warum? Das habt ihr eben schon gesehen auf dem Bett. Ich kenne es schon, weil wir haben schon ein paar Videos gedreht. Ich war übrigens der Initiator, unter anderem der Initiatorkanal, der das Ganze von Beginn. Ja, Du hast mir du warst der Erste. Fotos geschickt im Vertrauen, hast gesagt, das habe ich entwickelt, aber du musst noch ein halbes Jahr warten, bis das Patent durch ist. Wir dürfen vorher nichts senden. Genau. Und da kann ich mich, das war vor 2 Jahren ungefähr? 2 Jahre, ja. Ja, 2 Jahre. 8 2022. 2000. So, das ist jetzt die Küche. Genau, das ist jetzt einfach irgendwas. Es ist aber ein Tresen, den man damit bauen kann. Ne? Das heißt, du hast halt die Möglichkeit, Bierbank. Bierbank, so, ratzfatz. Boden sehr uneben hier, aber ist egal. So, und letztendlich kannst du hier mal ganz schön und schnell, kannst du dir hier so eine Fläche bauen. Hast du auch einen Herd dabei? Ja, haben wir. Warte. Sag mal. Pass auf, wir machen mal hier so eine Schnellküche für draußen. Guck. Kocher, Kanne. So, warte. So, ich werde es irgendwie nennen, das 999 € Wohnmobil. Mit den Matratzen sind wir bei 14,99. Nenn es, was es kostet. Das ist doch Quatsch. Auch mit Matratzen. Ich braucht ja keiner nehmen. Also Aber 14,99. 14, ja, Ja, das kommt hin. ist doch. So, wenn jetzt die Leute sagen, ja, aber guck mal hier die Spaltmaße, hier von diesen Deckeln, hier von den Zacken und so weiter, da gehen wir gleich mal drauf ein. Das hat nämlich einen Grund, warum das genau diese Spaltmaße hat. Muss so sein. Muss so sein, denn es gibt unterschiedlich große Euroboxen, die divergieren so ganz leicht, oder? Die divergieren alle so ein bisschen. Und dieses Spiel, das ist immer eine gute Mischung zwischen passt genau und passt auch genau richtig. Also durch dieses Spiel, du hast ja auch gesehen, man wirft ja quasi die Deckel da rein, ne? So dass die nicht, man braucht nicht lange fummeln. Ja, ja. So, wenn ich die Spaltmaße kleiner mache, muss ich lange fummeln. Ja. So, wenn ich sie größer machen würde, habe ich alles ausprobiert. Millimeter mehr, Millimeter weniger. So ist perfekt. Sehr So, schön. ne? Und das ist ja auch nicht viel Spaltmaß. Wenn man das jetzt mal guckt, das sieht natürlich aus, aber guck mal, halt mal jetzt genau drauf. Ja. Wenn man das sind gerade mal 2 Millimeter. Das ist nicht viel. Ne? So, wenn du das natürlich so, dann sieht es viel aus, aber viel ist das nicht. Aber das musst du auch haben, ne? Sonst Schön. passt es nicht. So. Herd, guck, alles dabei. Also das ist so Outdoor-Küche. So, zack, fertig. Jalchen, guck mal hier. Hast du das schon mal gesehen? Die Farbe geht gar nicht, sagt er. Was? Echt nicht? Nee, grün ist Das ist aber auch Geschmackssache, oder? Geschmackssache. Also wir werden jetzt das Gras hier, wenn wir umfärben von hier. Und soll ich dir was sagen, Ja, Jalcin? eine andere Farbe vom Gras. Weißt du, warum ich die Farbe jetzt habe? Die habe ich heute abgeholt. Ja, Meine Kunden wollen die alle haben. ehrlich. Ja.
Die habe ich jetzt, die sind jetzt nagelneu gefertigt. Die habe ich heute die ersten gekriegt. Okay. Dann kann ich dir schon mal sagen, dass ich nie dein Kunde werden will. Oh, Das ist scheiße. alles fallen. Da lasse ich wirklich alles Du fallen. weißt, was es ist? Ich weiß gar nicht, was es ist. Also ich erkläre es mal kurz. Er hat einen Deckel entwickelt Ja. und Boxen entwickelt. Ja. Du kannst daraus ein Bett bauen, siehst du Ja. da hinten drin, und zwar in 0, nix. Das ist ja geil. Und du kannst hier für 999 € bzw. 1500 € mit Matratzen ein komplettes Wohnmobil bauen. Ja. Alles, was hier ist, Ja. aus dem Baufahrzeug. Ja. Dann ist das Ganze so, dass du überall rankommst. Guck mal hier, Jalchen. Guck mal. Du kannst hier einfach die Deckel drauflegen, die verzahnen sich, die Boxen, sodass du einen doppelten Ladeboden hast. Ja. Und da kannst du direkt drauf arbeiten. Hier kannst du Werkzeuge einspannen, Ja. mit allen drum und Kennst du dran. auch die Tische, ne? So, Ja. dann Ja. kannst du die von überall öffnen. Ja, Stauraum ist auch. Stauraum mit allem Ja. drum und dran. Die Ja. Dinger sind, guck dir mal an, was für Material es ist. Ja. Buche Multiplex, Nee, die Deckel meine ich. die Deckel. Und Ja, da machst du nicht. ja, da machst du gar nichts. Gar nichts. Ja, los, Jalchen, komm. geh drauf. Jetzt machen wir. So, jetzt mal kommt der Härtetest hier. Ja, pass auf, wir machen noch einen besseren Ich bin Härtetest. zwar auf Diät, aber Na, warte, bleib drin. Wir machen noch einen besseren. das ganze Auto übrigens. Und was Nein, wir können Folgendes machen. Jalchen, pass mal auf, wir machen Folgendes. Ja? Aber ich passe da nicht rein, das weißt Ja, du. Ne? pass Nee, mal geh auf, mal pass kurz auf. einmal von dem runter, sonst krieg ich den nicht rausgezogen. Okay. So, So, jetzt kannst du den Test auch auf dem machen. mach mal. Ach, ohne die. Ehrlich jetzt? Ja. Ja, Ich übernehme keine Garantie, ne? Ich aber. Habt ihr das gehört? da passiert nichts. Wir haben schon zwei auf. Sind wir auf Sendung? Nicht, Kriegst dass du- ich hier. Das, Ey, ich wieg 90 Kilo, ne? ja. Du kriegst, wir haben ein Video gemacht bei einem, auf einem Handwerkerkanal. Da haben wir die so gespannt. Ja? Ja, ja. Da haben wir zwei Kerle, Ja. die haben zusammen mindestens 250 Kilo Boah. zu zweit draufgestellt. So, wir werden jetzt so gleich mal einen Test machen, darüber können wir noch nicht reden, weil wir den, Genau, Test, den- wenn er bestanden ist, wenn man senden. Danach Weil der sieht so das- verrückt- Danach sieht das Material wirklich nicht aus, weil es so dünn ist, sag ich mal. 18 Millimeter. Aber dass es so stabil ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Wahnsinn. Deswegen ist es Ja. aus Buche. Ja. Buche Multiplex, Ja. mehr geht nicht. Boah. Hätte ich nicht gedacht. Wahnsinn. Hut ab. Ja, du bist in Castrop-Rauxel, wir sind gerade in Castrop-Rauxel, du warst so nett, hast mir deine Grünfläche mal kurz geliehen. Ja, kurz du geliehen. bist von KX Reisemobiltechnik. Das ist eine Erfindung aus NRW. Die Boxen sind made in NRW. Ja. NRW auch, die Boxen? Warte mal, ja, bei Lingen da um die Ecke. Genau, Also ich weiß gar so. nicht, ob das jetzt schon weiter ist. Und Aber Vettel auch made in NRW? ja, die sind bei uns um die Ecke hier. Ja, selben. Nein, nicht selben, aber. Ich wusste gar nicht, dass sowas gibt. Finde ich Ja. toll. Finde Dann ich gut. ist es so die Fallmatratze, siehst du die? Ja. Und Ich kann mir gut die, vorstellen, gerade für Handwerker, weißt du, die viel mitnehmen müssen oder so und immer über Nacht auch mal schlafen müssen. Pass Weiß auf. ich, liege ich falsch? Jalchen, oder? genau, das Liege ist ich der falsch? Punkt. Ich weiß es nicht. Ich habe es nur mal angenommen. Ne? Wenn Ich du hab- viele Sachen hast, die du mitnehmen musst. Ja. Wir haben so viel auch mal hier Handwerkerfirmen hier, die eben was machen müssen und haben die ganze Heckgarage voll mit diesen Boxen. Und dann sind die meisten 200-300 Kilometer von zu Hause weg. Dann nimmst du eine Rollmatratze mit, die rollst du drauf aus. Oder ich weiß es nicht. Und dann Genau so ist es. Ich habe es ja tatsächlich. Weißt du, wer zum Beispiel ein typischer Kunde von mir ist, Ja. hat sich durchgesetzt bei den Industriekletterern. Ja. Die haben nämlich immer die Seile da drin Ja, ja. und die übernachten immer in den Arenen. Ja. Und die oft in Zelten. Und ich habe das mal einem Ja. verkauft Ja, ja. auf am Campingladen, weil der wollte sich ein Zelt kaufen. Da habe ich gesagt, guck mal, was ich habe. dafür ist das phänomenal. So. Aber ich habe es genau dafür gebaut. Ich habe eine Baufirma. Ja. Und dafür habe ich es. Ja. Ich habe es Ja. gebaut. Du nutzt es Meine selber Jungs auch, nutzen, ja, meine Jungs nutzen das unten als, Guck mal hier. ja. Ne, das ist ja hinten nochmal Gefasst. Noch Ja. gefasst komplett. Ja, das ist diesen. Ein Stück, das Aus- kommt noch dazu. Du siehst ja eigentlich nur das, aber eigentlich ist ja das. Ja, ja. Guck mal hier, wie dick das jetzt ist. ja. 18. Perfekt, super. Nee, also ich finde das toll. Wird mit Sicherheit seinen Weg finden, bin ich fest von überzeugt. Ich kannte es so auch noch gar nicht. Ja, guck mal, wir haben es jetzt ich habe es jetzt seit 2 Jahren. Ja. Aber das ist genau das. Und auch die Handwerker, ne? Das ist auch so. Also ich habe es ja fürs Handwerk erfunden. Die sehen es aber oft nicht, weil die haben keine Zeit, YouTube zu gucken. Campingartikel, wir haben viele. Was nützt dir das beste Produkt, wenn es keiner kennt, weißt du? Ne? Deswegen Dafür machen gibt es ja wir. den Sven. Ja. Na, danke. So. Ja, ist ja so. Ne? Ne? Ja. Nee, finde ich toll, finde ich gut. Ja, es gibt natürlich noch viele Features, es gibt Und, sogar und Winkel. modular das Ganze. Ne? Modular. Das heißt, Ja, vor allem, du kriegst es nicht kaputt, weil Ja. selbst wenn du mal einen verlieren würdest, kannst du nachkaufen. gibt Ne? es diese Boxen auch später vielleicht in der Planung auch mal kleiner? Nein, das passt statisch nicht. Und zwar ist es so, dass dann du musst dir vorstellen, da sind 3 Zacken auf der einen Seite, 2 auf der anderen. So, und dieses Verhältnis passt bei kleinen Boxen nicht mehr. Also das Längenbreiten geht nicht. Er hat sogar noch was ganz Besonderes. Er hat noch das in einem Drittelformat. Das muss man kurz erklären. Hast du jetzt nicht dabei. Habe ich nicht dabei. Aber damit kannst du Sondermaße machen. Ja. Damit kann man zum Beispiel ganz andere Verbindungen machen, die zum Beispiel kürzer sind. Das funktioniert. Erstmal vielen Dank. Warte, eine Sache, die zeige ich dir jetzt auch Ein noch. Kunden, der vorne schon Eine Sache, komm, jetzt das zeige ich dir auch noch. Allerletzte. Eine Minute. Sache noch. Das geht schnell. Solange ich in die Box muss. Du musst nicht ab in die Box. Gibt es da nicht so eine Geschichte auch noch? Warte, ich komme hier rum.
Komm, dann haben wir jetzt nämlich noch mal einen. Jetzt sind wir gerade schon da. Finde ich gut. Pass auf, das kennst du mir auch noch nicht. Das sind Rückenstützen. Ja. Gibst du mir mal bitte die Rückenstütze? Na klar. Bitteschön. Und jetzt kannst du den einfach nehmen. So. Setz dich mal draus. Das ist ja genial. Jetzt hast du mich aber geflasht. Ne? Kannst du. So, jetzt kann er sogar noch hingehen. Er kann das hier abzippen. Das zeige ich dir mal gerade. Ich mache das jetzt hier ab. Der Winkel passt auch. Da habe ich lange dran. Pass auf. Und jetzt kommt noch was. Aber du bist ja ein richtiger Tüftler, ey. Ich bin Tüftler. So, abzippen. Spielkind. Ja, als sind Spielkind. Hast du denn so eine Affinität zu Holz und solche Sachen? Oder? Zu allem. Ja? Komm mal eben Sieht raus. schon sehr bequem Guck mal hier. Auch der Winkel. Ja, und pass auf. Und jetzt. Da steht gleich gar nicht mehr auf. Pass mal auf. So, jetzt kannst du den auch noch testen. Dann könnt ihr gleich Bitte die schön. Auslieferung machen. Ja, hör mal. Du kannst hier super drin schlafen, du kannst Pause machen, du kannst auf deinem Tablet Fernsehen gucken, alles. Also für einen Camper oder für einen Umbaukemper. Für schnell. Wir haben gerade mal. Funktional, weißt du? Ja, wir haben das vorhin rein. In 9 Minuten hast du es fertig. Ja. Es ist ja natürlich kein Camper. Nein. Aber es ist fürs Wochenende. Ja. Für mal eben, wenn du solche Autos hast. Ja, und vor Geil. allem, du hast hier unten wahnsinnig Alles drin. Staufig, was mitnehmen kannst. Finde ich. Gottchen, vielen, vielen Dank. Du musst zum Kunden. Ich muss zum Kunden. Ich wünsche euch was. Viel Erfolg. Danke. Tschüss. Ja, das Ganze gibt es auf ovomo.de. Ja. Und es ist verfügbar jetzt seit über 2 Jahren. Du hast Tausende von denen verkauft. Die Ja. Euroboxen werden wir jetzt mal sehen. Aber ich finde die sehr gelungen, sind sehr schön. Und ich bin mal sehr gespannt, wie sie laufen. Wenn ja andere Farben kommen sollten, warum nicht? Ich meine, man kann ja auch eine vielleicht in hellgrau irgendwann mal machen. Aber Also wohin sind sie erstmal, grün? die wird es nur grün geben, weil ich wirklich, also diese Farbe, die kommt so, ich weiß ja, was meine Kunden mir sagen, hör mal, wo kriege ich die her? Ne? Und es ist tatsächlich auch so, zum Beispiel, ich sage ja, es passt jede Eurobox. Und eine gelbe und eine rote, die bekommst du auch von anderen Herstellern. Ne? Also will ich auch, ich sage ja, es war ja auch immer gedacht, dass du deine eigenen Euroboxen nutzen kannst, ergänzen kannst Ja. mit dem Deckel. Also du brauchst weder die Matratze, du brauchst noch die Eurobox. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel nur die Deckel hier rechne, dann sind wir fürs ganze Auto bei 640 €. Ne? So, also ich muss ja nicht alles nehmen. Das ist ja das Schöne an den Modularen. Ne? So, hier sind wir. ovomo.de. Guck, Küche, jetzt haben wir alles. Ja, Zack. sag, Mir reicht das übrigens. Ich reise so, sag. Tschüss, Olaf. um das so zu sagen. Mach's gut. Tschüss.